Wir sind Tedda und Etu. Wie schön, dass wir uns hier treffen. Wahnsinn, wer weiß, wo du gerade bist, wie es dir geht, welches Leben du lebst oder leben möchtest. Wir sind gerade dabei, uns ein ganz neues Leben aufzubauen. Komm, wir zeigen dir was für eins. Wir haben unsere kleine Wohnung am Wald für ein paar Wochen hinter uns gelassen und arbeiten stattdessen hier, in diesem selbstgebauten Atelier, umgeben von einem großen Garten, den wir pflegen, in Stille und Weite. Und woran wir hier arbeiten? Naja, daran ein ganzes Leben auf Kunst aufzubauen, am besten in und mit der Natur. Und die ersten Schritte auf dieser Reise, die sind wir zugegeben schon vor ungefähr 4 Jahren gegangen, als wir angefangen haben, an unserem Album zu arbeiten. In unserer kleinen Wohnung, jeden Tag, nach Feierabend, an den Wochenenden, an den Feiertagen, wann immer wir konnten. Und genau genommen machen wir das immer noch so, denn wir machen ja alles selbst. Die Musik, die Texte, das Artwork, die Musikvideos, die technische Seite davon, die geschäftliche Seite davon. Und zu zweit. Und das ist wunderschön. Und beängstigend. Niemand hat vor, gestresst zu sein. Und um all das Wirklichkeit werden zu lassen, gründen wir unser eigenes Musiklabel. Und da hängt dann irgendwie alles dran. Musikproduktion, Musikvideos, Artwork und Netzwerke. Netzwerke haben wir aber gar keine. Das heißt, die müssen wir erst aufbauen und finden. Besonders die in der sogenannten Musikindustrie. So ein Aufbau, der kostet ein bisschen was. Vor allem Nerven und Zeit, aber auch Geld. Und von diesem sogenannten Geld haben wir, ich würde mal sagen, so viel, dass wir es gangbar machen können, aber eigentlich viel zu wenig. Und am meisten brauchen wir eigentlich Zeit. Zunächst sind wir jetzt gerade an diesem wunderschönen Ort hier, aber den Großteil der Zeit sind wir an einem anderen Ort. In der kleinen Wohnung, in der kleinen Stadt, in der wir leben, lieben, arbeiten, leiden und unseren ganzen künstlerischen Wahnsinn durchziehen. Und vielleicht sind wir sogar mal an einem anderen Ort, der ähnlich schön wie dieser Ort ist. Und nicht in meinem Kopf. Letztendlich wollen wir euch gerne mitnehmen in das Leben von 2 Leuten, nennen wir sie Tedda und Etu, die einfach nur rausgeben wollen in die Welt, was in ihnen ist und das aus eigener Kraft schaffen wollen. Und das auch noch in der Kunst. Herzlichen Glückwunsch, Tedda und Etu. Mann, was eine schwere Geburt. Exakt. Ich habe dies nun künstlerisch dargeboten. Das konnte ja keiner ahnen. Und warum tun wir uns das alles an? Und warum gerade jetzt? Naja. Time is Kairos. War das so? Die Zeit, die für uns Menschenkinder leider furchtbar endlich ist, fordert uns dazu heraus, das Beste aus ihr zu machen. Die alten Griechen hatten eine sehr, sehr ausgebuffte Erklärung dafür. Sie haben gesagt, Kairos, das ist wie ein Jüngling. Und zwar ein Jüngling, der vorne ganz wellenlange Locken hat, Korkenzieher-Style. Und hinten dafür aber gar keine Haare, komplett kahl geschoren, Glatze. So, wenn der Kairos an uns vorbeikommt, dann können wir ihn packen. Aber nur, solange er auf einer Höhe ist mit uns. Kairos kommt, zack, wenn wir aber zu viel überlegen und nicht darauf hören, sondern darauf, dann schießt er vorbei und alles, was wir sehen, ist eine mordsmäßig geschorene Glatze am Hinterkopf. Und eine Glatze kann man nicht mehr packen. Eine Glatze kann man nur im Sonnenlicht dahin gleiten sehen, während sich das Licht darauf bricht. Wenn es eine wirklich gut rasierte Glatze ist. Genau daher rührt die Redewendung die Gelegenheit beim Schopfe packen. Wir entscheiden uns in dem Moment für uns selbst, für das, was uns glücklich macht. Mit dieser Entscheidung geht meistens einher, dass man gegen den Strom schwimmen muss und dass man wirklich weiß, wer man ist. Und schon alleine die Auseinandersetzung mit sich selbst ist ja nicht so eine ganz einfache.
Die Alternative ist aber, wenn wir ihn nicht beim Schopfe packen, Mist. Ich habe gerade nicht danach gehandelt, was eigentlich in mir drin ist. All das steckt in dieser Erzählung von Kairos. Und da haben Taylor und ich gedacht, Mensch, das klingt irgendwie echt verdammt nach dem, was uns unser ganzes Leben schon beschäftigt hat. Dann nennen wir uns doch einfach so. Ich habe Kunst studiert mit dem Schwerpunkt Fotografie und Film und habe irgendwie schon immer meinen Lebensunterhalt, mehr schlecht als recht, mit Auftragsarbeiten verdient. Eto war bislang angestellt und hat sich über Jahre, wenn nicht sogar über Jahrzehnte, mit unendlich viel Disziplin und Hingabe und Liebe und Geduld selbst künstlerisch ausgebildet. Und zusammen wollen wir jetzt die Quadratur des Kreises schaffen und Kunst und Geld verdienen irgendwie zusammenbringen. Und wenn wir das alles tatsächlich schaffen und den Kairos beim Schopfe packen, wenn wir den Kairos beim Schopfe packen können, wenn wir unseren Lebensunterhalt mit Kunst verdienen, wenn wir unser Album raus in die Welt geben können und vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit haben dann für all die anderen Sachen, die wir schon in uns haben. Sowas wie noch mehr Musik, Fotografie, Film, Malerei. Dann möchten wir so etwas hier für uns erschaffen. Ja, vielleicht so eine Nummer kleiner. In und mit der Natur leben und arbeiten und schöne Sachen darin erschaffen. Und ob und wie das alles klappt. heute ist wieder ein Paradetag dafür, dass wir gar nicht wissen, wie das alles überhaupt funktionieren kann und wird. Aber es soll. Und es tut. Wir freuen uns sehr darauf, euch kennenzulernen in den nächsten Wochen und Tagen und ja, Lichtjahren. Schönen Abend. Oder, um es in den Worten eines gewissen Nachrichtensprechers zu sagen, bleiben Sie zuversichtlich. So, an. Obwohl wir uns gerade erst kennengelernt haben, haben wir euch ja schon, ich würde sagen, fast versprochen, dass ein paar kuriose Sachen folgen werden. Hier kommt eine kuriose Sache. Ich habe einen Song geschrieben mit einem Text, soweit so überraschend. Und in diesem Text habe ich ein Zitat verwurstelt von Midnight in Paris, einem Woody Allen-Film der jüngeren Jahre. The artist's job is not to succumb to despair, but to find an antidote for the emptiness of existence. Und der hat gepasst wie auf... Ja, dann ist ja die Frage, darf man das benutzen? Und die leichte Antwort darauf ist nein, darf man nicht. Zumindest wenn man nicht die Erlaubnis hat von der Person, die die Urheberrechte innehat. So, in dem Fall ist das Mr. Woody Allen höchstpersönlich gewesen. So, long story short, wir haben erklärt, was wir wollen damit und warum das so wichtig ist für das Lied. Und sie haben gesagt, nö. Ja, und da stehst du erstmal da als Etu. Diese Frustrationsschleife, die habe ich durchlaufen und dann habe ich gesagt, naja, dann ist das Einzige, was ich machen kann, ist die betreffenden Stellen umschreiben. Ja, naja, und letztendlich kann man dann nur in sich gehen und sagen, okay, wisst ihr was, dann mache ich es einfach besser. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, mit dieser Weigerung hat er zwar eine ganz große Tür zugemacht, aber er hat auch eine ganz große Tür aufgemacht. Und zwar hat er damit für uns nochmal unterstrichen, dass man sich ständig mit Widerständen beschäftigt, dass man gegen Ströme schwimmt und dass man auch sehr viel Niederlagen einstecken muss auf dem Weg dahin. Und the artist's job ist es letztendlich, immer neue kreative Lösungen zu finden, auch wenn man immer wieder vor geschlossene Türen rennt. Und dann sucht man halt vielleicht einen Hintereingang oder man baut eine ganz neue Tür da, wo noch keine war. Und deswegen nennen wir unsere Videos The Artist's Job. And so it begins. Ja, Freunde,
Das war's auch schon für heute. Also, das war's jetzt nicht für immer, weil jetzt fängt ja irgendwie erst alles so richtig an. Nächste Woche zum Beispiel gibt's ganz verrückte Sachen. Nächste Woche geht es unter anderem um Pferde. Es geht um Tomaten. Klar, wenn es um Pferde geht, geht's auch um Tomaten. Es geht um richtige Instrumente und um Geldsorgen und so. Aber das ist, redet man ja nicht drüber. Ja, kann ja wissen. Aber das will ich jetzt alles noch gar nicht verraten, weil sonst findet ihr ja die Glocke nicht. Diese Glocke müsst ihr unbedingt finden in diesem Video. Die kommt jetzt irgendwo, das werdet ihr gleich sehen. Weil wenn ihr die Glocke denn findet, dann wisst ihr auch, wann das nächste Video kommt. Weil ganz ehrlich, also wir können ja viel möglich machen, aber wir können euch jetzt noch nicht sagen, wann das sein wird. Vielen herzlichen Dank, dass ihr das 11 Minuten euch angesehen habt. Die Glocke, findet unbedingt diese Glocke, damit ihr wisst, wann wir kommen. Wir kommen wieder. Bis gleich. Macht's gut, Freunde. Tschüss.